Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5 von ESC im Doppel. Und wir legen los mit dem zweiten Halbfinale. Und unsere erste Reaktion gilt unserem wunderbaren Nachbarland Österreich, vertreten von Carleen mit We Will Rave. Ja, da haben wir ja die Jungs aus Germany's Next Topmodel. Sie kann sehr gut tanzen. Namgi Dam Dam. Ramdi Dam Dam. Ramdi Dam Dam, okay. Dick Dick Raggi Dick Dam Dick Dick. Namdigi. Also ist eine sehr hochwertige Produktion. Hat bestimmt so viel gekostet, dass man die ganzen Jungs nicht mehr bekleiden konnte. Da hat das Budget gefehlt. Mit schnellem Tempo kann man gut tanzen. So möchte ich gern tanzen damit. Ne? Und jetzt erwarte ich den Dance Break des Jahres. Diese Melodie ist so eine Disco-Musik. Wäre schon geil, wenn Österreich 10 Jahre später nochmal den Sieg holt. Auf jeden Fall, das Musik ist eine Ohrwurm. Meine Punkte für Österreich dieses Jahr sind 10 Punkte. Meine Punkte für mein liebes Land Österreich sind auch 10 Punkte. Von der Party in Österreich gehen wir jetzt zu Belgien. Before the Party is over heißt der Beitrag in diesem Jahr und er wird gesungen von Musti. Musti. Es fängt ganz sachte an. Glitzi, glitzi überall. Oh, Mystisch. Der Höhepunkt kommt etwas spät in diesem Lied. so muss es sein eigentlich. Ne? Und man sollte nicht immer so starke am Anfang zeigen, sondern am Ende. So, jetzt baut sich auf. Es ist so cool. Es klingt wie, keine Ahnung, es ist ein Natural von Imagine Dragons. And you're standing on the edge, face up, cause you're a natural. Before the party is over. Wir waren ja nach dem deutschen Finale in der Dali-Ausstellung und da habe ich ein Zitat von Salvador Dali gelesen. Wer nichts kopieren will, darf auch nichts produzieren. Wie dieser Chor da wiederholt und er rastet richtig aus. Also Belgien schießt sich damit automatisch ins Finale und wenn nicht, dann verstehe ich die Welt überhaupt nicht mehr. Das Lied ist wie eine Buche geschrieben. Erstmal so langsam, leise angefangen, dann am Ende so Schritt für Schritt so baut sich auf und dann am Ende BAM! So! Ich möchte nicht zu viele hohe Punkte vergeben, deshalb gebe ich Belgien in diesem Jahr 7 Punkte. Meine Punkte für Belgien in diesem Jahr lauten leider 6 Punkte. Passend zu dem Zitat von Salvador Dali hören wir jetzt den Beitrag aus Malta. Sara Bonici mit Loop und der wird Ihnen irgendwie bekannt vorkommen. Es ist doch genau das gleiche wie Slow-Mo, Spanien in 2022. Tatsächlich! Wir beide wissen, dass es so ähnlich ist, aber wissen das auch die ZuschauerInnen in ganz Europa. Ich finde das Lied an sich dann aber auch nicht fetzig genug. Ich finde, es kann man viel zu schnell vergessen. Vielleicht innerhalb, also nach 2 Minuten, ich vergesse schon dieses Lied. Ja, dazwischen Dance Time, of course. Was sollte das eigentlich mit den Augen binden gerade? Ja, also momentan bin ich nicht so begeistert. Ja, sie kann tanzen. Ja, ganz nett, aber nett reicht einfach nicht beim ESC. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, aber ich weiß nicht, was die ZuschauerInnen denken. Meine Punkte an Malta in diesem Jahr sind 4 Punkte. Meine Punkte für Malta auch 4 Punkte. Und wem das jetzt ein bisschen zu wild war, hier mit unserer nächsten Bewertung Lettland
Don mit Hollow ein bisschen ruhiger. Oh, er hat dann eine Spa-Voice, ey. Mir gefällt das. So eine ehrliche Ballade, das tut jetzt nach dem ganzen Ramdamdam ziemlich gut. Großartig. Schöne Produktion, schönes Bühnenbild. Ich denke, dass viele Leute, die diese Show sehen, zwischen den ganzen Party-Songs sich in diese Ballade verlieben könnten und sagen würden, ich will einen richtigen, schönen Song und keine Party haben. Dafür gebe ich meine Stimme. Das kann passieren. Diese Bühne ist zu klein für ihn, denke ich gerade. Ich denke, das ist was, das wirst du noch lange in deiner Playlist haben. Oh, auf jeden Fall. Ja, starke Stimme, also er hat gut ausgesprochen, damit ich es gut verstehen kann. Er hat mich sehr berührt. Ich gebe 6 Punkte. Meine Punkte für Lettland sind 10 Punkte. Und jetzt kommt auch schon wieder unsere letzte Bewertung für dieses Video. Wir sind bei unserem anderen wunderbaren Nachbarn gelandet, der Schweiz. Letztes Jahr Remo, dieses Jahr Nemo mit The Code. Schon der Anfang ist total geil. Ja, Melodie schön. So. Die Stimme, da wird einem sowas erzählt, was Heimliches und man will dazuhören. Geil, diese hohen Töne. Wow! Ist von einer Person gesungen? Ja. Wow. Ja, das ist, wenn man weiß, worum es in dem Lied geht, dann versteht man das Musikvideo auch besser. In diesem Lied singt Nemo über das Coming Out als non-binär. Bedeutet also kein Mann, keine Frau, kein sie, kein er, sondern weder noch. Deswegen ist der Text, ich bin durch die Hölle gegangen und wieder zurück und ich habe den Code gebrochen. Also so dieses, was wir Menschen als normal ansehen. Man ist entweder das oder das. Davon handelt der Song. Starke Message. Ich bin in der Meinung, dass dieser non-binäre oder was noch nicht irgendwie so akzeptiert in der Gesellschaft, ist nicht mehr ein Thema sein. Ja, ich finde, es ist ein großes Thema, auch ein ganz schweres Thema, was man nicht sofort hört, wenn man das Lied zum ersten Mal hört oder dann eben auch den Eurovision Song Contest einschaltet, weiß man ja nicht direkt, was dieses Thema ist. Und darüber hinaus ist es ein ganz fantastischer Beitrag. Es ist super cool geschrieben, gerappt, gesungen, einfach zum Niederknien. Es wird eine fantastische Performance. Das Musik ist sehr gut geschrieben, allein gerappt, gesungen und die höheren Töne geschafft. Ich denke, die Schweiz schafft es doch ins Finale. Von mir an die wunderbare Schweiz. 10 Punkte. Meine Punkte für die Schweiz 8 Punkte. So, es war wieder ein ganz fantastischer Spaß mit euch hier in dieser Folge von ESC im Doppel. Wir freuen uns auf die nächste Episode mit euch zusammen und bis dahin, macht's gut. Mach's gut. Woke up to the yellow brick road.